Wie ihr seht, stehe ich hier vor unserer Garage und unser Elektroauto, der EQB, ist nicht mehr da. Also wird es Zeit, ein finales Resümee über den EQB zu ziehen, nach hier über 50.000 Kilometer in 2 Jahren, was wir mit diesem Auto bewältigt haben. Ich werde hier in diesem Video weitere Eindrücke mit euch teilen, die ich hier gesammelt habe seit dem Video mit den 30.000 Kilometern. Und dann haben wir hier ein rundes Bild und das kann euch dann helfen, hier zum Beispiel eine fundierte Kaufentscheidung dann für euch zu treffen. Ich bin der Ur, willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Lasst uns nun ein letztes Mal mit dem EQB 250 beschäftigen und ein finales Resümee darüber ziehen. Und wenn ihr zukünftig solche Videos, solchen Content gar nicht mehr verpassen möchtet, dann ihr wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal, denn vor mir steht derzeit das neue Elektroauto, was wir schon seit ein paar Wochen fahren und darüber wird es auch Videos geben. Aber was es ist und so weiter, das verrate ich euch nicht, dazu müsst ihr abonnieren. Und somit würde ich sagen, legen wir los, Film ab! Jetzt habe ich euch im Intro bereits angeteasert, dass es zum EQB 250 bereits weitere Videos gab. Ich blende euch diese jetzt einfach mal nacheinander ein. Wir haben damit unterschiedliche Roadtrips gemacht. Wir sind damit zum Beispiel nach Holland gefahren. Darüber hinaus sind wir mit dem EQB 250 zweimal in die Türkei gefahren. Einmal 2023 und einmal 2024. Die Videos dazu findet ihr immer jeweils oben rechts, wo ich es erwähnt habe, oder unten in der Beschreibungsbox. Und somit ist nun genug zu den älteren Videos gesagt. Ich würde sagen, jetzt legen wir los mit dem finalen Resümee. Bleiben wir direkt hier in der Außenaufnahme und betrachten den EQB 250 in seinem grauen Metallkleid. Jetzt denkt ihr euch sicher, hey, dieses Auto sieht für 50.000 Kilometer von außen wie geleckt aus. Ja Leute, ich kann euch das Ganze auflösen. Das Auto war einen Tag vorher beim Aufbereiter und er hat hier ganze Arbeit geleistet. Das Auto sieht wirklich aus wie neu. Das ist an dieser Stelle auch ein Pro-Tipp für euch. Das mache ich bei allen meinen Leasingfahrzeugen, bevor ich diese abgebe, diese eine Woche vorher beim Aufbereiter abzugeben, damit der hier das Ganze auf Vordermann bringen kann. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das ungefähr kostet, das ist wirklich unterschiedlich von Aufbereiter zu Aufbereiter, aber ich habe in der Vergangenheit so zwischen 80 bis 150 Euro bezahlt, je nachdem wie aufwendig hier das Ganze sein darf. Trotz dessen, dass meine Frau und ich öfter mal schnell gefahren sind, können wir hier an der Lackhaut keine großartigen Steinschläge oder ähnliches sehen. Da muss ich sagen, merkt man einfach, das ist einfach meine subjektive Wahrnehmung, dass hier der Lack etwas dicker ist als zum Beispiel beim Hyundai Kona, den wir vorher hatten. Aber vielleicht ist das ja nicht nur subjektiv, sondern eventuell auch eine Tatsache, dass hier Mercedes-Benz etwas mehr Lack aufträgt. Und wenn ihr darüber mehr Informationen habt, würde ich mich in den Kommentaren darüber freuen. So steht der EQB auf jeden Fall ziemlich gut da. Ihr erinnert euch vielleicht vom 30.000 Kilometer Video, dass hier bei mir der Kofferraum ziemlich verkratzt war, weil einfach durch Koffer und Gegenstände dieser Kunststoff sehr anfällig ist und das wirklich nicht schön aussah. Ich habe den Aufbereiter hier gebeten, das Ganze auf Vordermann zu bringen und ihr könnt hier sehen, der hat hier ganze Arbeit geleistet, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Kratzer hier drin waren und da bin ich wirklich froh, denn ich weiß ganz genau, dass mir hier die Leasinggesellschaft das auf die Rechnung gestellt hätte. Auf beiden Seiten sind hier gar keine Kratzer mehr am Kunststoff zu sehen und ich bin froh, dass mir hier die Rechnung der Leasinggesellschaft erspart geblieben ist. Was weder mir noch dem Aufbereiter hier aufgefallen ist, ist der Kofferraumdeckel, aber glücklicherweise ist es dem Leasinggeber nicht aufgefallen und somit ist mir hier die Rechnung erspart geblieben. Jetzt kommen wir schon zum ersten Fauxpas, der uns auf jeden Fall in Rechnung gestellt wurde, denn hier finden wir einen Lackabplatzer vor. Und die leichten Unebenheiten um diesen Lackabplatzer geben einen leichten Hinweis, wovon das kommen könnte. Ich werde das Ganze gleich auflösen, denn auf der anderen Seite finden wir etwas Ähnliches. Hier können wir zwei sehr nah beieinander liegende Dellen vorfinden. Und wenn man sich das etwas näher anschaut, dann merkt man, oh, diese Einkerbungen dort drin kommen einem bekannt vor. Richtig, diese sind vom Gurtwickler. Denn viel zu spät habe ich gemerkt, dass meine Gurtwickler hier nicht sauber arbeiten. Ich versuche das Ganze hier für euch zu demonstrieren. Wenn ich hier den Gurt rausziehe, dann zieht dieser leider nicht stark genug hoch. Und in einem ungünstigen Moment hat hier mein Sohn versucht, die Tür zuzumachen und der Gurtwickler war halt noch unten. Mir ist aber leider nie in den Sinn gekommen, das bei Mercedes zu reklamieren, damit sie hier den Gurtwickler austauschen können. Denn in keinem anderen Fahrzeug, das ich bisher in meinem Leben hatte, und ich hatte wirklich schon viele Fahrzeuge, hatte ich so einen langsamen Gurtwickler. Aber gut, ich sitze ja nicht hinten, deshalb ist es mir einfach viel zu spät aufgefallen. Der Leasinggeber hat mir übrigens für diese Thematik über 1.000 Euro in Rechnung gestellt. Also seid da bitte wachsam und macht das besser als ich.
Das Thema Gurte beschränkt sich leider nicht nur in den hinteren Bereich des Fahrzeugs, sondern speziell vorne auf dem Fahrersitz franzt hier der Gurt aus. Sowas habe ich bisher in keinem anderen Fahrzeugen, die ich in der Hand hatte, gesehen, auch nicht einmal bei Gebrauchtfahrzeugen. Damit auch hier der Leasinggeber nicht unnötig meckert, habe ich einfach diese Fransen ganz leicht mit einem Feuerzeug ein bisschen weggefackelt. Aber traurig, dass das bei einem Fahrzeug bei Mercedes-Benz bei ca. 30, 40, 50.000 Kilometer schon vorzufinden ist. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like dalasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Wie ihr sehen könnt, sehen die Rücksitze hier wirklich tipptopp aus. Wir haben damals schon beim ersten Elektroauto eine Decke gekauft, welche eigentlich für Hunde vorgesehen ist. Und was für Hunde gut ist, kann auf jeden Fall nicht verkehrt für Kinder sein. Ich packe euch den Link für diese Decke unten in die Beschreibungsbox und wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das holen. Das schützt wirklich sehr gut hier die Rückbank und wir nutzen es mittlerweile schon beim dritten Leasingfahrzeug. Um noch besser den Zustand des Autos nach 50.000 Kilometer einzuschätzen, machen wir hier einen kurzen Rundflug durch das Innere des Wagens. Speziell hier hat der Aufbereiter einen sehr guten Job gemacht, denn das ganze Hartplastik, was ihr hier seht, war total zerkratzt und zertreten durch die Kinder. Wenn wir jetzt einen Sprung nach vorne machen, sehen wir hier die Beifahrertür und hier und dort sind ein paar Abnutzungen am Hartplastik vorzufinden. Gerade hier an der Einstiegsleiste kann man schön sehen, dass hier das Ganze gut abgenutzt wurde. Ansonsten, wenn wir uns so langsam Richtung Beifahrersitz bewegen, können wir sehen, dass hier im Großen und Ganzen keine große Abnutzung stattgefunden hat. Dadurch, dass wir die Ablagen hier in der Mittelkonsole relativ oft genutzt haben, war dieses Rollo immer geöffnet. Deshalb hat hier dieser Klavierlack nie Schäden genommen. Wenn wir jetzt einen Blick rüber zur Fahrertür werfen, sehen wir ähnliche Abnutzungen im unteren Bereich wie schon bereits bei der Beifahrertür. Spannend wird es jetzt im Bereich des Fahrersitzes, denn hier und dort können wir schon bereits Dellen im Leder sehen. Das ist aber hauptsächlich dem Ein- und Ausstieg geschuldet und ist eine bekannte Stelle, was sich relativ schnell abnutzt. Und last but not least haben wir das Lenkrad, was eigentlich im Großen und Ganzen noch gut aussieht. Lasst uns auch kurz mal hier über die Felgen sprechen. Ja, 18 Zoll ist nicht groß, da bin ich komplett bei euch. Und ja, das sind auch nicht die schönsten Felgen, die man hier dem EQB spendieren kann. Wir haben es aber aufgrund dieses sehr speziellen Designs geschafft, keine einzige Felge innerhalb der Leasingdauer von 2 Jahren hier zu beschädigen. Das ist definitiv eine Errungenschaft, an die ich mich sehr, sehr lange zurückerinnern werde. Ich habe es geschafft, die Heckstoßstange hier zu beschädigen. Denn trotz Rückfahrkamera und trotz Gebiepe habe ich es dennoch geschafft, hier diesen Abdruck auf die Heckstoßstange zu pressen. Wenn ihr euch fragt, was dieser Abdruck ist, das ist der Mercedes-Stern von einem anderen Fahrzeug. Nichtsdestotrotz musste ich aber hier die Vollkasko aktivieren und habe hier mit 500 € Selbstbeteiligung das Ganze dann beheben lassen. Ich habe hier einen Moment für euch festgehalten, wo das Infotainment komplett eingefroren ist. Wie man hier sehr schön sehen kann, reagiert das Infotainment auf keine Eingabe. Leider kann ich auch nicht zurück ins Homebildschirm oder sonst irgendwas. Das Einzige, was dann hier geholfen hat, war einfach anzuhalten, in diesem Fall auf der Autobahn etwas schlecht, also dann bei der Raststätte raus, das Auto ausschalten und dann wieder einschalten. Ja, das war's auch schon. Wir sind am Ende des Videos angekommen und somit würde ich sagen, können wir auch ein Fazit zum EQB 250 bei uns in unserer Hand ziehen. Die große Frage ist doch, würde ich mir denn jetzt noch einmal den EQB 250 leasen, nachdem ich so die ganzen Erfahrungen damit gemacht habe? Eigentlich ja. Denn es ist im Großen und Ganzen ein gutes Auto. Es ist super geeignet für Familien, auch für längere Roadtrips. Wir waren damit in der Türkei und zurück. Also wenn man das bewältigt, schafft man auch Portugal oder auch Nordkap oder Marokko, whatever. Also da ist einfach damit alles möglich. Auch ohne 800 Volt Technik und so weiter. Denn gerade im Ausland reichen hier die 100 kW, die hier das Auto sich gönnt, eine Schnellladesäule. Da bringt es euch nicht, wenn ihr mit einem Porsche Taycan hier durch Serbien durchfährt, denn ihr werdet keine 350 kW Ladesäulen finden. Das ist Fakt. Zumindest im Jahre 2025. In 2030 mag sich das ändern, gar keine Frage. Aber es gibt auch 2 Gründe, warum wir den EQB 250 nicht leasen würden. Und der erste Grund ist eher der einfache Grund und das ist einfach der Preis.
Denn die Preise bei Mercedes sind wirklich in letzter Zeit in meinen Augen unnormal in die Höhe gegangen. Man sieht einfach, das ist nicht mehr so einfach finanzierbar, auch nicht leasbar. Also wir sind ja jetzt auch keine Familie, die Autos kauft, sondern einfach nur günstig sich durchliest durch das Leben. Und da ist man einfach hier mit Mercedes irgendwie in den falschen Händen, würde ich sagen. Werdet ihr übrigens auch sehen mit dem Auto, das wir derzeit geleast haben, dass wir dort hier nicht auf irgendwelche Marken oder so geachtet haben, sondern nur, dass wir hier als Familie günstig durch den Verkehr kommen, beziehungsweise von A nach B. Und der zweite Grund ist, wir haben uns am Design des EQB 250 ein bisschen satt gesehen, so dieses SUV-artige. Es ist schön, gar keine Frage, die Einstiegshöhe ist perfekt, aber mittlerweile ist dieses Design für uns als Familie ein bisschen durch. Wir wollten einfach mal was anderes ausprobieren und das werdet ihr auch bei dem neuen Elektroauto dann merken, dass es ein etwas anderes Design ist. Auf jeden Fall kein SUV, kann man sagen. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, hier weitere Eindrücke zum Mercedes EQB 250 zu erhalten. So viele Videos gibt es ja leider nicht auf YouTube und da ist man dann froh manchmal über jedes Video, das man bekommen kann. Ihr müsst einfach selber bewerten, die Aussagen, die ihr hier im Video von mir gehört habt, ob die euch wichtig sind oder weniger wichtig. Und dann könnt ihr darauf dann für euch euer eigenes Bild über den EQB 250 machen. Niemand anderes unbedingt dieses Video sehen sollte, weil es vielleicht damit beschäftigt, ein EQB zuzulegen, muss ja kein 250 sein, dann nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich sage schon mal Dankeschön. Ansonsten, wir sind hier durch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao.